So, jetzt geht's los. Too much money. Oder wie Dirty Dirk sagen würde, oh mein Gott, so viel Geld! Wir sind zwar Piranhas und wir machen Community-Arbeit hier. Hallo. Ja, Piranha-Becken TV. Wir erzählen was über Geld. Über zu viel Geld. Wieso eigentlich? Alles wird teurer und da muss man schon schauen, oder? Schon? Wie sieht das denn genau aus? Wofür geben wir denn in Sachen Gaming Geld aus? So, was ist denn das? Wie viel macht denn Gaming aus überhaupt? Ne? Wir haben weniger als Leute gefragt, wie sie damit umgehen. Gibst du sehr viel Geld für Peripherie aus? Fangen wir da mal mit an. Mit Peripherie. Und die haben Folgendes gesagt. Ja, beziehungsweise jein. Ist gewesen, wird aber weniger. Nein. Ganz klar. Jein. Also ich spiele hauptsächlich, oder fast ausschließlich auf Konsole, Playstation. Wofür ich viel Geld ausgeben würde und werde, ist definitiv Playstation VR. Da kommt ja Anfang nächstes Jahr soll die zweite rauskommen. Und die muss ich einfach haben, ich stehe da total drauf. Ich habe die 1 und jetzt auch die Quest 1 mir aufzulegen. Und da werde ich leider viel Geld dafür ausgeben und ich brauche noch die PS5 dazu. Das kommt, und die wird jetzt teurer. Was ist das für ein Marketing-Strategie? Hey, die gibt es schon 2 Jahre auf dem Markt, wir machen sie mal teurer. Echt? Meine Mäuse sind mir extrem wichtig und meine Bildschirme. Tastatur muss ergonomisch sein. Nein. einfach nein. Ja, also wenn man so ein richtiger so richtig drin ist im Gaming, ne, dann ist das schon irgendwie egal, oder? Da holt man sich halt irgendwie. Und Peripherie ist jetzt nicht so wichtig, oder doch? Wie ist das denn bei dir mit Peripherie? Ich fange mal an, den hier fertig zu machen, habe ich ja letztes Mal gesagt. Du kannst ja mal was über Peripherie erzählen. Oh Gott, das Ding ist ja total durcheinander. Also, erstens möchte ich, wenn ich spiele, gerne spielen können, worauf ich Bock habe. Ja. Das war als Kind nicht der Fall. Ich habe damals Gothic gespielt. Und das hast du nicht gewollt? Doch, ich wollte, aber es ließ mich nicht. Es ließ nicht. Wieso nicht? Das war eine Ruckelpartie, ja, okay. Das funktionierte nicht. Und dann bin ich zu meinem Papa gesagt habe, Papa, ich will das Spiel spielen. Ja. Und der hat tatsächlich dann auch einen gekauft. Aber dieses Glück hat man ja auch nicht immer. Ja, und deswegen als erwachsene Person, wenn ich mir was gönne, dann gönne ich mir auf jeden Fall erstmal die Funktionalität. Ich muss auch nicht immer das Neueste haben. Also Nvidia hat jetzt irgendwie die neuen Grafikkarten rausgehauen, wo ich dann denke, ja, okay, das ist aber auch, die Reihe davor, die langt auch. 1500 Euro oder was? Ne? Aber das ist schon fett. Aber zumindest wäre mein Anspruch da, auf die Sachen so zu sparen, dass ich immer das habe, womit ich die Spiele auch spielen kann, die ich gerne spiele. Muss ich ja nicht irgendwie auf komplett High Graphics stellen, so dass mein Laptop wieder freest. Aber zumindest so. Hast du denn überhaupt die Möglichkeit, in deinem Laptop irgendwie die Grafikkarte auszutauschen, großartig? Ich glaube nicht. Nee, ne? Ja, das ist nämlich das Problem. Ich habe eine 1080 Ti da drin. Ja. Und irgendwann werde ich den Laptop wohl austauschen müssen. Aber noch nicht. Noch kann ich alles damit spielen, was geht irgendwie. Und selbst dann, wenn ich es auf Low stelle, geht es noch. Ich bin noch nicht an meine Grenzen gestoßen mit dem Ding. Also, ja. Und so Spielereien gebe ich eigentlich tatsächlich gar nicht so viel Geld aus. Also sowas wie, ich habe die Regenbogenleuchte-Tastatur des Todes und möchte gerne, dass sie lustige Farben macht. Finde ich gar nicht schlecht, ja. Ich bin auch ein großer Freund von indirekter Beleuchtung. Also die finde ich schon schön. Ich mag es, wenn man ins Zimmer kommt, das sieht toll aus. Aber ich mag dafür selten Geld ausgeben. Das sind immer so diese 2 Sachen, die so gegeneinander kämpfen, ja. Deswegen, sowas kaufe ich mir dann nicht, dann gönne ich mir lieber irgendwie was anderes. Schon so, ja. Was habe ich denn? Ach so, genau. Und man kann alles spielen, worauf man Bock hat, gehört natürlich auch, dass man Zugang hat zu den Sachen. Das heißt,
Wir gönnen uns von jeder Plattform irgendwie eines. Also wir haben eine PlayStation 4, aber da man darauf immer noch alles spielen kann, brauchen wir jetzt nicht zwingend eine PlayStation 5. Wir haben eine Xbox Series X, weil man darauf alles spielen kann, was wir jemals an Xbox gespielt haben. Das haben wir ein sehr großes Regal, so ähnlich wie dieses hier unten stehen. Und da haben wir einen Shitload an Xbox 360 Spielen. Wir haben noch ganz alte Xbox Spiele und wir haben ein paar neue Xbox Spiele und die kann man alle darauf spielen. Und deswegen ist das einfach unfassbar praktisch. Und selbstverständlich haben wir dann einen PC, der ermöglicht, dass man alles sonst so spielen kann. So, jetzt schreit irgendjemand einer auf und ruft Nintendo. Ja, wir haben zumindest für unseren Sohn auch eine Switch gekauft, dass wir Zugang zu den Nintendo-Spielen haben. Die gehört zwar jetzt nicht uns, aber sie gehört ihm und das bleibt dann in der Familie und reicht aus, als dass man sich die Sachen auch angucken könnte, wenn man das möchte. Und so haben wir irgendwie das so gedeichselt, dass man irgendwie Zugang zu allem hat. Das finde ich immer irgendwie, fände ich immer am spannendsten irgendwie. Da hat man das Gefühl, die Welt der kompletten Spiele steht einem offen. Ja, genau. Also weniger die Optik, also und Shishishu und Gedöns und mehr Zugänglichkeit und Auswahl. Das ist so das, was ich versage hier gerade. Ich komme bis zu einem gewissen Punkt und dann komme ich nicht weiter. Das ist irgendwie... Kannst du dich einfach nicht konzentrieren? Doch, ja, das ist wirklich so. Ey. Es ist wirklich krass. Ey. Das ist so, okay, gut. Ja, blinkende Tastatur. Stehst du auf blinkende Tastatur eigentlich? Also ich habe hier auch irgendwas... Hast du gerade geredet drüber, ne? Ja. Ja, okay. Also... Konsolen, warum haben wir welche? Welche hast du auch schon? Hast du auch schon, okay. Collectors Editions, genau. Wofür geben wir Geld aus? Geben wir Geld aus für Collectors Editions? Wir selber? Ja, schon, aber selten. Also, ich bin jetzt kein Figurensammler per se, du eigentlich auch nicht, sondern wir kaufen... Ja, ich habe schon ein paar, ne? Aber so, wo du sagst, boah, die Figur musst du unbedingt haben, dann würde ich mir die wahrscheinlich kaufen. Ne? Oder? Aber das ist auch der springende Punkt. Das heißt, wir holen uns immer nur dann eine Collectors Edition, wenn wir uns auf ein Spiel im Vorhinein auch schon immer sehr krass haben, ne? gefreut haben. Ja, das stimmt. Das heißt, so ein Spiel, was wir unbedingt haben wollen, wo wir schon Jahre drauf warten. Also, liebe Entwickler da draußen, solltet ihr ein neues System Shock machen, wir warten darauf und kaufen auch freiwillig die Collectors Edition. Ja, das stimmt. Das wäre sehr cool. Genau. Und so in der Art gibt es auch noch andere Spiele, wo wir sagen, Mensch, da haben wir lange drauf gewartet, das ist super, das würden wir gerne dann auch als Collectors Edition im Schrank stehen haben. Aber man muss auch dazu sagen, die meisten Spiele, die wir spielen, das sind einfach Spiele, die wir einfach so kaufen und spielen. Ja. Wie ist das mit Summer Sale? Sind wir dann dabei? Also gemeint ist, ob wir das dann kaufen und nicht, ob wir da so beim Summer Sale verkaufen. Also, nee. Nee? Nee, glaube ich nicht. Also ich habe noch nie drauf geachtet. Du hast da noch nie drauf geachtet? Nein, also ja, vielleicht doch. Und zwar dann, also ich habe halt diese Wishlist, ne? Und manchmal ist es so irgendwie so, ach, könnte ich irgendwann auch mal spielen. Ach, das könnte ich irgendwann auch mal spielen. Ach, das ist auch ganz nett irgendwie so. Und dann gammelt das quasi in der Wishlist rum. Und manchmal ist es halt so, dann meldet sich das bei mir und sagt, das ist gerade im Angebot. Möchtest du dir das nicht doch mal angucken? Und das habe ich schon 2-3 Mal gemacht. Also, Spiele im Sale holen sind dann die Spiele, wo man sagt, ach, vielleicht kaufe ich es mir noch mal irgendwann. Aber die Spiele, wo ich darauf gewartet habe, da warte ich nicht auf den Sale. Das mache ich nicht. Da bin ich nämlich viel zu ungeduldig für. Also wenn ich was spiele, spiele ich meistens immer die dicken Schinken. Und die dicken Schinken, die sind dann auch meistens ziemlich langwierig und dauern halt ewig, ne? Und deswegen ist das schon ein bisschen komisch, ja. Was ist mit Additional Content? Kaufen wir DLCs? Ich würde sagen, früher ja, mittlerweile selten. Warum? Ich glaube, es ist vor allen Dingen eine Frage des Zeitmangels. Früher... Ja, schon fast da, ne? Bin aber noch nicht so... Ich glaube, ich breche das mal ab hier. Ja.
schon nicht schlecht. Ja, ist schon nicht schlecht, aber ich bin noch nicht fertig. Also fast, ne? Also ich kann mich nicht konzentrieren. Ich komme jetzt zu dem Punkt, wo ich die beiden tauschen muss. Ja, das heißt, die beiden müssen getauscht werden und da mache ich Schmuh. Habe ich nämlich eben gemacht und dann war irgendwie Käse. Immerhin. Na gut, ich konnte das mal. Ja, okay. Ich wäre nicht mal so weit gekommen. Multitasking, Ich ja. hätte nur noch die oberste Platte. Ja, und dann ist Schicht. Okay. So. Additional Content. Ja, früher haben wir gekauft. Ja, Ne? also, wenn wir jetzt heute zum Beispiel so ein, was zum Beispiel momentan extrem gut läuft, ist der Additional Content zu Cyberpunk. Ja, Cyberpunk haben wir lange gespielt, dann kam was anderes dazwischen und wir haben es nicht zu Ende gespielt. Und bevor du so ein riesiges Spiel nicht zu Ende spielst, brauchst du den DLC auch nicht kaufen irgendwie. Früher als Kind oder als junger Mensch habe ich immer gedacht, ach, alles dabei, noch mehr, wird größer, schöner, toller. Und heutzutage denkt man, dann schaffe ich das ja gar nicht mehr durch. Das ist irgendwie so ein anderes, es ist eine Zeitmanagement-Frage, glaube ich. Ne? Darum kommen wir seltener dazu, DLCs zu spielen. Ja. Down to the Detail haben wir uns angeguckt. Und zwar ist das ein Podcast, ja, von zwei Menschen, die zwei oder drei, glaube ich sogar, ne, die über so Audio-Let's Plays machen und so. Ne? Das heißt also, die reden, während sie spielen über die Spiele und das ist wohl ziemlich cool. Podcast ist das. Podcast, ne? Und diese Herren, die da auf der Bühne saßen, bei der Kultur zur Konsole im Zack in Düsseldorf, waren eigentlich auf jeden Fall der Meinung, es ist gut, wenn Spiele kurz sind. Ja, 5 Stunden maximal so. Da freuen sie sich über jedes kurze Spiel. So, das heißt, lange Dinger packen die gar nicht mehr an. Ne? Sind gar nicht mal so betagt gewesen. Also ich würde sagen, 30 sind sie, ne? Aber nicht sehr viel weit darüber. Da frage ich mich so, okay, das heißt also, die dicken Schinken packt keiner mehr an, oder wie ist das, wenn man ein gewisses Semester überschritten hat? Ne? Und dann auch noch DLC. Wer kauft denn dann noch DLC? So, ja? Mal ungeachtet dessen, dass wir als Entwickler DLCs nicht mögen. Ja? Also wir Piranhas nicht. Ne? Wir haben das damals gemacht und so, aber irgendwann wurde es halt irgendwie... Ja, es wurde unangenehm, weil wir ständig irgendwie dagegen argumentieren mussten, warum wir den Menschen da draußen nicht irgendwie ein komplettes Spiel verkauft haben, sondern es zerhackstückelt und in Etappen verkauft. So, wir konnten den Leuten irgendwann nicht mehr, weiß ich nicht, klar machen. Das haben wir extra als DLC dann auch gemacht und so weiter. Das war das eine. Und dass es Buden da draußen gibt, so wie CD Projekt, die hauen mal eben umsonst ein DLC raus, ja. Das würde unser Budget sprengen für ein komplettes Spiel, was die da teilweise raushauen. Und das heißt, die Erwartungen sind so gestiegen, was so ein DLC angeht, das brauchen wir gar nicht versuchen mehr. So, ja, deswegen, das ist so die Erklärung dafür. So, das heißt also, wir stecken unsere ganze Energie in Vollpreistitel so und ja, das macht am meisten Sinn für uns. Also, um nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube, es gibt wahrscheinlich für alles ein Publikum. Und ein Markt. Der ist aber sehr unterschiedlich, ja. Also auch DLCs laufen hervorragend, wie wir gerade gehört haben, aber offensichtlich bei bestimmten Publikum. Und ich persönlich glaube, das ist eine Zeitmanagement-Frage. Das heißt, ich glaube auch, dass die Down-to-the-Detail-Leute selbstverständlich auch längere Spiele spielen. Aber wenn die ihre Zeit, die sie ja auch größtenteils in ihren eigenen Podcast stecken, nebst der Arbeit, die sie auch noch haben, erübrigen, um dann auch noch lange Spiele zu spielen, dann bleibt halt nicht sehr viel vom Tage übrig. Und das ist natürlich so eine Sache, da muss sich jeder von uns fragen, ja, wofür lohnt es sich denn? Also auf der einen Seite irgendwie, wenn wir ein bisschen Geld übrig haben, irgendwie, womit kann ich mich dann selbst vielleicht mal belohnen? Und woran habe ich jetzt Spaß? Habe ich jetzt Spaß daran wirklich, dass die Tastatur leuchtet? Nein, kauf dir eine leuchtende Tastatur, wenn dich das glücklich macht. Oder habe ich mehr Spaß daran, mir irgendwie mehr Spiele zu kaufen? Oder habe ich mehr Spaß daran, irgendwie mir alle DLCs oder eine Collectors Edition zu holen? Ich glaube, das Schöne daran ist, dass sich das jeder frei aussuchen kann. Und ja, bei uns ist es vor allen Dingen die Auswahl. Ich bin mir nicht sicher. Ach Gott, ich glaube, ich habe schon wieder verhauen. Oh Mann, okay. Ah je. Ja, ich habe schon wieder verhauen, glaube ich.
Okay, also ich guck mal, ich glaube, ich habe noch so eine Community-Frage. Hier steht, was spielt ihr denn gerade? Was spielen wir gerade? Mad Max spiele ich gerade. Und wir spielen Match 3 Harry Potter. Rätsel und Puzzles heißt das. Das ist so ein Free-to-Play-Spiel. Und das ist cool. Ja, das macht Spaß. Und ja, ne, die Brücke zu Legacy, wann es rauskommt, ne, wissen wir noch nicht so genau. Ne? Genau, das dauert noch ein bisschen. Ich würde gerne jetzt, wahrscheinlich spiele ich schon oder hab's schon durch zu dem Zeitpunkt, wenn diese Folge ja ausgestrahlt wird. Aber jetzt, zu dem Zeitpunkt, wenn ich hier sitze, möchte ich gerne das neue Monkey Island spielen. Und hab's noch nicht angefangen. Mal gucken, ja, wann ich dazu komme. Hoffentlich beantwortet das die Frage und wir sehen uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha-Byten TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Du würdest auch sterben.